Ja, wir machen weiter mit dem dritten Teil der biologischen Nanomedizin. Wir hatten zum Schluss den Muskeltest demonstriert. Die Grundlage der Muskeltestung als angewandte Biophysik ist die Kopplung von dem elektromagnetischen Feld des Körpers mit den Muskeln des Körpers. Diese Kopplung bezieht sich aber nicht nur auf die Muskeln. Diese Kopplung existiert im gesamten Körper mit all seinen kleinsten und größeren Teilen. Am Beispiel vom Rückenschmerz und vom Gangmuster soll diese elektromagnetische Kopplung jetzt aufgezeigt werden. Bei Rückenschmerzen denken Patienten und Therapeuten an erster Stelle immer an ein Problem der Bandscheibe. Im Bereich der Öffnung für die Nervenwurzel, an den schwarzen Pfeilen, wird eine Verengung durch einen dissoziierten Teil, also einen abgelösten Teil der Bandscheibe, postuliert und es wird dann nach folgendem Muster vorgegangen. Eine Krankheit, eine Beschwerde, eine Diagnose, eine Ursache mit der Folge einer Pille oder einer OP. Diese Monokausalität entspricht nicht der Vielzahl von Verbindungen in Lebewesen, der Vernetzung und den kybernetischen Regelkreisen, die wir im Alltag bei jeder Bewegung spüren. Diagnostisch führt der Weg über die gelenkführende Muskulatur meist weiter, therapeutisch können aber weitere Zusammenhänge helfen. Denn bereits auf anatomischer Ebene sehen wir weitere Verbindungen. Zwischen der Nervenwurzel des zentralen Nervensystems und dem Ganglion des sympathischen Nervensystems gibt es Nervenverbindungen. Weil das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus unter anderem das Nervensystem der inneren Organe ist, besteht eine anatomische Verknüpfung zwischen der hinteren Nervenwurzel, dem vegetativen Nervensystem und den inneren Organen. Ergänzen wir nun diese Vorstellung der Anatomie mit den elektromagnetischen Feldern der einzelnen Strukturen im Körper, so wird eine weitreichendere Kopplung sichtbar. Jetzt kann zum Beispiel auch das Meridiansystem der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, mit einbezogen werden. Im Bereich der Nervenwurzel bei Rückenschmerzen ist es der Blasenmeridian. Solche Verbindungen durch Kopplungen mit dem elektromagnetischen Feld gibt es in jedem Lebewesen. Diese auf den gesamten Körper bezogene Kopplung nenne ich das Body Wide Web in Anlehnung an das WWW, das World Wide Web. Die elektromagnetische Koppelung in Lebewesen erweitert durch die Arbeit mit einem Netzwerk die Diagnostik und die Therapie. Wir verstehen mehr vom Körper und haben eine größere therapeutische Auswahl, einen erweiterten, größeren sogenannten Werkzeugkasten, mit dem wir arbeiten können. Die Erweiterung mit der Sicht des Feldes führt gleichzeitig automatisch zu einem sogenannten Denken im Feld. In der Praxis sehen wir die Zusammenarbeit von unzähligen Zellen, Nerven und Muskeln, wie hier in diesem Bild oder in diesem Film. Lediglich über die elektromagnetische Kopplung einzelner Teile des Körpers zu einem Ganzen können komplexe, gleichzeitig schnell ablaufende Aktionen überhaupt erklärt werden. Schauen wir uns einen Algorithmus der Bewegung an, das ist letztlich das Gangmuster, das wir Menschen auch als Programm in unserem motorischen Autopiloten der Bewegung benutzen. Wir sehen die kreuzweise Verschaltung von oberer und unterer Extremität
Insgesamt sehen wir aber noch komplexere Bewegungsaufläufe, wenn wir zum Beispiel auch noch den Kopf mit betrachten, der sich ja immer auch in dem gleichen Rhythmus hin und her bewegt. Hier stellen wir dasselbe archaische Gangmuster beim Menschen dar. So, und dann zeigen wir mal das Gangmuster. Ich glaube, das zeige ich bei dir. Louis, Louis. So, und zwar, wenn du hier guckst, das bist du nicht, aber du hast genau das gleiche archaische Muster wie jeder Mensch. Ja? Nämlich eine Verschaltung obere, untere Extremität über Kreuz. Ja? Den meinst du? Genau. Und das kann man anhand des Muskeltests sehen. Also einmal in Schritt stellen. Genau. Und dann nehmen wir die gegenüberliegende Seite und gucken, ist angesteuert. Nehmen die, bleiben. Okay. Nehmen die, wie heißt dann, ipsilateral auf Medizinisch, also die gleiche Seite auf Deutsch. Und die ist nicht angesteuert. Okay? Ja. Jetzt wechselst du das. Und gucken mal, hier war es nicht angesteuert. Angesteuert. Hier war es angesteuert. Ist nicht angesteuert. Gangmuster, okay.